Hi, heute verlasse ich mal so richtig meine Komfortzone und zwinge euch auch mitzugehen. Es wird auch nicht immer leicht für euch. Warum, erkläre ich euch gleich. Hi, ich starte mal ausnahmsweise mit einer Orchidee in dieses Video. Und zwar möchte ich euch diese wunderschöne Cattleya X Peregrine nicht vorenthalten. Schaut mal diese Blüten an. Ich finde, die ist ganz, ganz fantastisch. Ich hoffe, die Kamera stellt sie scharf. Ansonsten findet ihr auf meinem Instagram-Account auf jeden Fall vernünftige Bilder, auf denen ihr euch die Pflanze nochmal ganz genau anschauen könnt und wie es sich für eine ordentliche, klassische Cattleya Naturhybride gehört, duftet sie auch ganz fantastisch und hat eine sehr, sehr lange Blühdauer. Also ich bin ganz entzückt. Das ist eine Naturhybride, habe ich schon gesagt. Die wurde von Sander 1925, also sehr früh im 20. Jahrhundert schon beschrieben. Und ist eine Naturkreuzung aus Mossiae und Persevaliana, also zwei wirklich klassische unifoliate Cattleyas und wirklich eine tolle Pflanze, ganz offensichtlich blühfreudig. Ich habe hier so ein zweitriebiges Exemplar, also das wächst in zwei Richtungen erwischt. Vielleicht bekomme ich dann auch irgendwann mal ein paar Blüten mehr gleichzeitig. Sie ist noch nicht ganz so lange bei mir. Sie ist nach der letzten Frankenreise eingezogen und ja, verströmt jetzt hier im Arbeitszimmer einen fantastischen Duft. Aber das wird kein Pflanzenporträt heute, sondern ich nehme euch mit auf die 17. Bangkoker International Exotic Plant Fair, die Anfang Dezember in Bangkok, das macht irgendwie Sinn, stattgefunden hat. Und ich war ja Ende letzten Jahres in Thailand unterwegs, vorrangig auf der Suche nach Orchideen im Osten und im Norden. Da werden auch noch Videos zu kommen. Aber ich habe die Reise extra so gelegt, dass ich noch so ein paar Tage in Bangkok habe und auch diese Plant Fair mitnehmen kann, weil ich fand es total spannend, mal zu sehen, wie so eine Pflanzenmesse in Südostasien aussieht, ob die sich ähnlich verhält wie eine Pflanzenmesse hier bei uns in Deutschland, zum Beispiel die Maibotanica, die ja in Hamm und in Ulm stattfindet und würde ich sagen, so die größte Pflanzenmesse in Deutschland auf jeden Fall ist. Und ja, da in Bangkok findet die sogar alle 2 Monate statt, also in einer wirklich krassen Frequenz. Und es kommen Händler aus ganz Südostasien, aber auch aus Südamerika und anderen Kontinenten angereist. Insgesamt waren jetzt bei der 17. Ausgabe 107 Stände vor Ort. Also 107 verschiedene Händler. Das finde ich echt eine beachtliche Zahl. Es war eine riesige Halle und mit den Vorräumen zusammen. Ja, und entsprechend lange hat es auch gedauert, das Material vorzubereiten. Ich habe nämlich, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Disclaimer und zur Vorwarnung, ich habe nämlich eigentlich zum ersten Mal in so einem Setting mit meiner 360-Grad-Kamera gefilmt und musste das dann alles reframen. Das ist jetzt der kleine Blick hinter die Kulissen, den ich euch zumute. Das heißt, ich musste immer entscheiden, was sieht man wann. Und ich habe mich natürlich immer für Pflanzen entschieden. Trotzdem hat es viel Mühe gemacht. Dazu kommt, wie gesagt, das erste Mal in diesem Setting gefilmt mit dieser Kamera, überhaupt das erste Mal auf einer Reise im Einsatz. Das wird mich auch noch das ein oder andere graue Haar beim Schnitt der anderen Videos kosten, da bin ich mir ziemlich sicher. Das bedeutet für euch, ihr müsst so ein bisschen zwischendurch mal am Fernseher vorbeigucken, damit ihr nicht seekrank werdet. Das Handling der Kamera habe ich nicht immer sehr ruhig gemacht. Ich will euch diese Bilder aber trotzdem nicht vorenthalten. Ich denke, wer Lust hat, mitgenommen zu werden, erträgt das einmalig. Und wer nicht, der darf gerne ausschalten. Ich muss auch dazu sagen,
Es gibt nicht ganz so viele Orchideen zu sehen, aber immer mal wieder und dann auch sehr spannende. Also für die harten Orchideenliebhaber unter euch, die werden vielleicht nicht ganz so auf ihre Kosten kommen. Dafür aber ausnahmsweise mal die große Aroid-Fraktion und vielleicht kann ich ja auf dem Wege auch den ein oder anderen von euch, die ein oder andere von euch dafür gewinnen, meinem Kanal zu folgen. Das würde mich sehr freuen. Es gibt, glaube ich, nicht ganz so viele deutschsprachige Videos über diese Veranstaltung bisher bei YouTube. Was ich aber auch dazu sagen muss, ich bin halt einfach auf Orchideen spezialisiert in meiner Kultur und auch ein bisschen in meinem Interesse fokussiere ich mich da schon sehr. Das heißt, ich habe einfach gar nicht so viel Ahnung. Ich kann im Grunde nur beschreiben, was ich sehe und was mir ins Auge fällt. Ob das dann immer der heiße Scheiß ist, das weiß ich leider nicht. Und es wird sicherlich viele von euch geben, die sich viel besser damit auskennen und sagen würden, so, boah, warum hat er die denn nicht größer gezeigt und die wäre doch viel geiler gewesen. Das kann alles sein, das müsst ihr leider ertragen. Ja, also wenn ihr aber dieses Video seht und an irgendeiner Stelle sagt, boah, den Ausschnitt hätte er mal länger zeigen sollen, dann schreibt mir gerne einfach. Und ich habe ja 360 Grad aufgenommen. Wenn ich irgendein Detail daraus ziehen kann, das euch weiterhilft, versuche ich das gerne. Ja, das Video ist sehr, sehr lang und deswegen wird es in 2 aufgeteilt. Jetzt habe ich viel geredet und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich, lasst die Bilder auf euch wirken. Notfalls mutet mein Gebrabbel dazu. Ja, und ich hoffe, es macht euch auch ein bisschen Spaß, diese Veranstaltung miterleben zu können. So, eine der anstrengendsten Reisen hier in Thailand war die zu dieser Veranstaltungshalle, wo eine Pflanzenmesse stattfindet. Und ich habe Orchideen im Norden gesucht und im Osten und das war komfortabler als die Fahrt hierhin. Es hat mich fast 1,5 Stunden gedauert, um hier zu sein und ich ahne, dass wir einiges Tolles zu sehen bekommen, aber sehr wenige Orchideen. Die sind hier einfach kein so großes Thema wie alle Foliage Plants, die ihr euch vorstellen könnt. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich nehme euch mal mit ein bisschen. Wir suchen mal die einzigen Orchideen. Hier wird schon kräftig abtransportiert. Wir suchen mal die einzigen Orchideen, die wir so finden. Da gibt es ein paar Highlights. Ich habe sie schon sichten können. Und ja, ich würde sagen, wir checken mal die Orchideen aus und vielleicht kommen auch die Aroid-Fans auf ihre Kosten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sogar ein bisschen mehr diesmal. Dafür kann ich da nicht viel zu sagen, außer staunend drauf zu zeigen. So, lasst uns mal reingehen. Wir sind jetzt hier im unteren Bereich und es gibt 2 Etagen und die variegierten Pflanzen sind natürlich auch hier ein großes Thema, in klein und in riesig. Vielleicht mal so zur Einordnung, wenn ihr Preisschilder seht. Also wenn da eine 500 steht, sind 500 Thai-Baht gemeint. Das sind ungefähr 15 Euro umgerechnet. So, hier sind wir jetzt also bei der 17. mittlerweile Fair hier in Bangkok. Und es gibt relativ viele Jungpflanzen zu kaufen, zu wirklich beeindruckend moderaten Preisen. Aber mir fällt auf, also das Thema Fahne ist hier ein wirklich großes. Wir schauen mal gemeinsam. Hi.
So, let's go upstairs. Hier wird es richtig groß gleich, also es geht nicht so beengt weiter. Gott sei Dank, ist auch fürs Filmen super. So, das Licht ist hier nicht immer so ideal. Schönes Display hier aufgebaut. Gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich sagen, starten wir mal hier rum. Da größtenteils Alocasia, Jungpflanzen, variegierte. Es war wichtig, dass er sich vorbeiquetscht. Das passiert einem auch nur mit Nicht-Natives. So, alte Bekannte aus Südamerika haben allerdings, glaube ich, keine Orchideen dabei. Ich habe schon versucht, welche zu identifizieren. Dafür natürlich wie immer spannende Anturien. Thai Exotic Plants mit wahnsinnig tollen, variegierten Palmen. Hi. Is it okay, Renna? Okay. Ja. Also das ist tatsächlich ein Markt, der in Deutschland noch nicht so richtig aufgegangen ist. Werden natürlich zum Teil auch einfach sehr groß und aber unglaublich schöne Pflanzen. Auch zum Teil gar nicht so schwer in der Kultur, also durchaus interessant. So, was haben wir hier? Ich glaube, das dauert noch einen Moment, bis die so groß sind. Zytosperma giganteum. Hier wieder die angesprochenen Palmen variegiert. Wahnsinnig große Pflanzen. Schaut euch mal dieses Blatt an. Sehr großer Stand hier. Sehr beeindruckenden Pflanzen.
Das ist etwas, was ihr jetzt hier auf der Messe noch ein paar Mal sehen werdet. Aufgrund der heißen Temperaturen ist das Thema Kühlung natürlich ein wichtiges. Und ihr seht schon hier eine Wasserkühlung. Da wird einfach durch die Pappe Luft angesogen und so die Luft im Inneren dieses großen Terrariums gekühlt. Das sehen wir jetzt hier noch ein paar Mal. Und ganz, ganz beeindruckend finde ich hier diesen Stand mit vorrangig Fahnen. Und schaut euch mal das aussieht. Wahnsinn. Wahnsinnig schöne Pflanzen. Hier auch nochmal Fahne. Also wie gesagt, ein großes Thema offensichtlich hier in der Pflanzenszene. Freut mich sehr. Ich bin ja mehr auf der Farnseite als auf der großen Laubblattpflanzenseite. So, hier vorrangig, glaube ich, viele Klassiker. Wir werden gleich noch, wir sind jetzt übrigens in der großen Halle. Manche Stände sind aufwendiger gestaltet, wie ihr seht, als andere. Das hat wahrscheinlich auch einfach was mit der Größe der Geschäfte zu tun. Also viele haben hier auch einfach kleine, ja, mehr oder weniger Homegrowing Räume und Amazon Garden klingt hier auch mit diesen Werbefilmen schon nach einer größeren Nummer. Tolle Symbolien. Ein Farnladen, der leider zu hat. Jetzt wird es interessant, diese Zamia-Pflanzen, auch ein Riesenthema in Südostasien. Was für die Hoya-Freunde. Die sieht auch krass aus. Schaut euch mal das Laub an. Hier eine der Pflanzen, die auch noch auf meiner Wishlist stehen. Eine Undulata.
nicht so rasend schön gefärbt, aber man kann nicht alles haben. Dafür ist der Preis wahrscheinlich astronomisch gering im Vergleich zu Deutschland. So, was haben wir hier? Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen hochpreisigere Sachen mit 13.000 Baht, 1000 Baht, 30 Euro, könnt ihr euch ausrechnen. Ist auf jeden Fall keine günstige Pflanze. Diese variegierte, das sieht fast aus wie eine Mimose, aber es ist es, glaube ich, nicht. Könnte irgendein Baum sein, der hier auch vorkommt. Was haben wir hier? Hi. Schaut gerne mal bei deren Instagram vorbei. Spannender Store mit tollen Pflanzen. Ein Händler aus Indonesien ganz offensichtlich. Schon ziemlich geplündert. Ganz viele Pflanzen dort hinten verpackt. So, hier wird's richtig farbenfroh. Und wieder Fahne. Also da wünsche ich mir ganz stark, dass die auch in dieser Intensität in Deutschland ankommen. So ein spannendes Sammelfeld, so ein spannendes Züchtungsfeld. Also das wäre in meinen Augen wirklich noch eine Bereicherung, noch sehr selten. Auch auf vergleichbaren Veranstaltungen wie die Botanica in Hamm, Ulm und Hauten. So, hier ein nochmal sehr farbenprächtiger Stand. Tolle Pflanzen. Syngonium. Dieses Pink erstaunt mich immer wieder. Hier das wunderschön gefärbt. Wenn ich nicht so ein großes Platzproblem hätte, Leute, dann würde ich bei solchen Pflanzen auf jeden Fall auch schwach. Hier geht es auch farbenfroh weiter. Pink Princess Tree Color. Und hier wieder die angesprochene gekühlte Vitrine. Ich nehme an, da sind dann besonders empfindliche Pflanzen drin. Preise finden sich hier auch keine. Alocasia antoro aurea
Schaut euch mal dieses Blatt an. Wahnsinn. Mit Blütenständen. So, es geht farbenfroh weiter. Hier wird kräftig gesegnet. Mai Garden, wenn ich es doch nur gut aussprechen könnte. Sehr schönes Logo da vorne. So, die meisten wissen hier natürlich, dass ich keine potenzielle Kundschaft bin. Ich hoffe, dass sie trotzdem Interesse daran haben, ihre schönen Pflanzen zu zeigen. Ich kann für diejenigen, die es nicht wissen, keine Pflanzen mit aus dem Land nehmen, beziehungsweise vor allen Dingen nicht wieder einführen in Deutschland. Dafür müsste ich jede Menge Papierkram erledigen, zu dem ich gar nicht in der Lage bin, weil ich mich damit nicht auskenne. Das ist ein bisschen tragisch. Das wäre noch tragischer, wenn hier noch mehr Orchideen werden. Aber hier sind schon so ein paar spektakuläre Schätze bei den Orchideen dabei. Da blutet mir schon etwas das Herz, die nicht mitnehmen zu können. Zumal die Preise auch wirklich krass sind. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie auch diese Kultur hier zu den Preisen machbar ist. Hier etwas, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Also es scheint ein Thema zu sein, die Pflanzen hier in diesen Boxen zu transportieren, vielleicht auch zu kultivieren. Also die sind relativ weich und werden hier verkauft. Und hier wird scheinbar auch verpackt im Auftrag, wenn man das möchte. Und dann wird das wertvolle Gut sicherer transportiert. Hier mit Blütenständen. So, wir gehen erstmal den äußeren Ring ab. Die Menge ist einfach total erschlagend. Also wir werden hier locker eine Stunde für diesen Rundgang brauchen. Also nehmt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und genießt die Bilder. Und lasst auch mal ein bisschen Liebe bei diesen Händlern da. Also die zeigen uns hier diese schönen Pflanzen und wissen, dass sie an uns auf jeden Fall nichts verdienen werden. Also liked sie, wenn ihr die Firmen bei Instagram googelt, findet ihr die bei Instagram googeln. Hallo. So. Auch tolle Pflanzen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es hier einfach Sammeltrends gibt, die es so in Deutschland nicht gibt, aber dafür kenne ich mich auch mit dem Feld zu wenig aus. Also es scheint mir insgesamt deutlich farbenfroher zu sein und weniger so ganz klassische Philodendron. Also sage ich jetzt, wo wir vor etlichen stehen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen andere Ausrichtung, wie mir scheint. Aber das können die Profis besser beurteilen. Vielleicht sind die ein oder anderen unter euch ja versierter in diesem Feld und können es mal in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So. Der Herr, der sich da offensichtlich den Fuß gebrochen hat, ist einer der Veranstalter.
Und heute Morgen war eine große Segnungszeremonie mit den Mönchen hier, mit mehreren Mönchen von mehreren Tempeln hier in Bangkok. Das ist bei solchen Veranstaltungen gang und gäbe, dass die Veranstaltungen gesegnet werden. Und ja, morgen finden Wettbewerbe statt, also ähnlich wie in der Welt der Orchideen spielt hier auch die Prämierung von Pflanzen und das Einreichen von Pflanzen eine Rolle. Also es werden Wettbewerbe für beste Alocasia, beste Anturie, beste Philodendron, bestes Terrarium abgehalten. Thank you, Plants. Ja, ist genau. Das gibt es ja so in Deutschland meines Wissens nach nicht. Das ist ein bisschen komisch, weil in der Orchideenwelt ist das ja ein großes Thema. Also das Judging von Orchideen, Beurteilung von Blüte, Kultur und so weiter. Und das gibt es in Deutschland zumindest in der Welt der Aroids und auch darüber hinaus meines Wissens nach nicht. Schaut euch mal dieses Laub an. Wahnsinnig schöne Pflanzen. So. Hier kommen wieder einige meiner geliebten Farne. Und ich weiß, dass es hier eine Orchidee gibt, auf die ich ganz heiß wäre. Auch klein genug fürs Gepäck, aber trotzdem nicht mitnehmbar. Hier Palmpflanzen in kleinen, Amorphophallus, Knollen. Also das Feld der variegierten Pflanzen greift hier auf jeden Fall auch auf alle möglichen anderen Gattungen über. Schaut euch mal diese kleinen Prachtstücke an. Ich hoffe, das ist scharf in der Kamera. Das sind ganz tolle Pflanzen hier. Hier haben wir schon mal eine Kalante, sogar in Blüte. Das ist was man tatsächlich auch in Deutschland kriegt. Weiß ich, weil ich es vor kurzem gekauft habe. Und ja, wieder tolle Fahne. Nochmal hier unten. Hier so rosa variegierte Begonien. Habe ich so in Deutschland auch noch nicht gesehen, aber kann sein, dass ich einfach da kein Auge für habe, weil das wie gesagt nicht mein Sammelfeld ist, aber da könnte ich auch schwach werden. Guckt euch das mal an. Wahnsinnig schön. Und auch hier das Laubblatt ist der Kracher. Hier ganz viel kleine Pflanzen und Farne. Wahrscheinlich ausschließlich terrarientauglich. Und hier unten haben diese Corybas ecarinatus, schwieriges Wort, mein Interesse sehr, sehr geweckt. Ganz tolle Pflanzen, hätte ich gerne. Müssen leider auch hier bleiben. Auch Knollen und Samen dürfen nicht eingeführt werden. Das ist wirklich tragisch. Es ist nachvollziehbar. Artenschutz ist ein wichtiges Thema. Hier wird viel gewildert, leider. Das sind jetzt allerdings alles keine Pflanzen, die dafür irgendwie relevant wären, weil die lassen sich gut genug vermehren. Und hier wird sogar ein Service für Phytozertifikate, also Pflanzengesundheitszeugnisse angeboten. Das macht es trotzdem nicht leichter. Ich bräuchte immer noch Einfüllpapiere für Deutschland
So, da gucken wir nochmal, wie die hießen hier. Spannende Pflanzen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, irgendwo anders mal darauf zuzugreifen. Boy Garden. Ich zeige euch auch nochmal das Schild hier hinten. Lasst mal ein Like da für diese wundervollen Pflanzen hier. Im Zweifel nützt es ihnen nicht wirklich was, aber die Anerkennung schadet auch nicht. Hier Pflanzen, die ich persönlich, also für die mein Herz überhaupt nicht schlägt. Diese Art von Philodendron tut nichts für mich. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Ja, auf jeden Fall schon viele größere Exemplare. A&O Garden. Hier wird noch kräftig aufgeräumt. Ihr müsst auch wissen, ich bin wirklich sehr früh dran heute. Also ich bin wirklich direkt bei Eröffnung rein. Ich war, glaube ich, sogar ein bisschen zu früh. Und viele essen noch. Den ThailänderInnen ist ihr Frühstück heilig. Die müssen dann jetzt erstmal gesättigt in den Tag starten. Also seid nicht irritiert, wenn ihr viele Leute mit Essen im Gesicht seht. Das ist normal um diese Zeit. So. Hier, da könnte ich wirklich ausrasten, wenn ich sowas sehe. Das finde ich so schön. Unglaublich. Und hier unten ist das ein Farn. Was ist das? Nee, das ist kein Farn, aber auch diese Variegation. Es ist ja wirklich fast weiß, das Blatt. Also unglaublich schön. Schauen wir hier auch nochmal. Hier wird noch ein bisschen ausgetopft und umsortiert. Und hier auch eine gesegnete Vitrine mit diesem Blumenschmuck. Jellyfish Garden XABQ-LBG. Leicht auszusprechen, nicht sehr eingängig, aber sie wissen, was sie tun, hoffe ich. So, hier gibt es auch Matcha. Zu recht stolzen Preisen. Und jetzt hier noch so ein paar terrestrische Juwelorchideen entdeckt. Da ist jetzt allerdings auch nichts dabei, wo man nicht auch in Deutschland rankommen würde. Also selbst hier diese variegierten Alboformen findet man in Deutschland doch mittlerweile ganz gut. Ich habe auch eine. Sie kämpft etwas, aber eigentlich recht erfolgreich. Hier schauen wir noch mal. Tolle kleine Begonien. Flower Plant and Friends. Bananen, auch hier ein Thema. Das kennt man aber durchaus auch aus Deutschland. Was man weniger kennt, sind hier solche variegierten Nadelbäume. Habe ich noch nie gesehen. Ist das ein Nadelbaum? Ja, doch, das sieht aus wie eine Pinierkiefer. Ich kenne mich leider nicht aus. Hier wieder diese kleinen süßen. Das Pink kann man, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Video erkennen. Also das knallt so richtig. So. Hier war vorhin die Zeremonie mit den Mönchen. Da war für alles aufgebaut.
So, Variegated Zone. Ja, so sieht es aus tatsächlich. Der Name ist Programm. Viele Jungpflanzen, Sämlinge oder also Tissue Culture, keine Ahnung, Meristeme. So, jetzt kommt gleich eine meiner absoluten Plants of Desire, die nicht aus der Familie der Orchideen kommen. Bansport, Via Garden, Welwitschia mirabilis. In der Größe 12.000 Baht. Denkt dran, 30 Euro, 1.000 Baht. Würde sofort mit nach Hause gehen, wenn ich denn nur könnte. Kriegt man, ist in Deutschland ja wirklich kaum zu bekommen. Und das sieht im Übrigen so aus. Ich dachte gerade, es ist sogar noch eine Variegation drin, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wunderschöne Pflanzen. Da steht mir dank Orchidaceaes, Orchidaceae XYZ, Geburtstagsgeschenk noch ein Projekt bevor. Ich habe nämlich Mirabilis Samen und da werde ich euch mal mitnehmen. Ich werde einen Versuch wagen, ob der gelingt. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich mache mich zumindest mal an diese Thematik. Hier Variegated Plants, die habe ich vorhin auch schon bewundert. Also diese Nervatur der Pflanzen hier ist wirklich toll. Also wirklich wunderschöne Pflanzen. Mit Sicherheit da hinten auch schon einige verkaufte Pflanzen. Big Plant. Haben den Award für den besten Philodendron offensichtlich gewonnen. Wahrscheinlich mit dieser Pflanze hier. Also das wäre doch mal was, was sich auch in Deutschland etablieren könnte. Das Thema Judging bei den Aroids. Ich bin ja kein so riesiger Freund von diesem kompetitiven Ding. Das kann auch schnell den Spaß an den Pflanzen nehmen. Variegierte Nepenthes sieht man auch selten in Deutschland. Wir sind noch in der Variegated Zone. Hier wahnsinnig beeindruckende Pflanzen. Schaut euch das mal an. Dacular. Jedes einzelne Blatt gestäbt. Habe ich so auch noch nicht gesehen in dieser Praxis. So, hier nochmal aufregende Begonien. Das ist richtig krass, was sie hier so haben. Da schauen wir mal ein bisschen genauer hin.
Hier auch nochmal der Händler. Lasst ein bisschen Liebe da. Auch ziemlich cute hier. Und hier auch noch etwas, was ich entdeckt habe. Nervilia plicata, auch eine Orchidee, die man hier in der Natur findet. Wunderschöne Pflanze, eine terrestrische Orchidee. Bleibt leider auch hier. Sad but true. Hier noch was für die Fans von Arisaema-Pflanzen. Tolle Knollen, tolle Arten. Typhonium, auch gar nicht so leicht in Deutschland zu bekommen. Das ist doch auch eine Orchidee, glaube ich. Oh, nagelt mich nicht drauf fest. Nein, ist es nicht. So, hier waren wir schon. Oh, das ist auch nochmal ein Prachtstück an Variegation. Wahrscheinlich für diejenigen, die sich auskennen mit den Sachen, gibt es hier viel mehr Bemerkenswertes, als ich es vielleicht erkenne. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich einfach an etwas Sensationellem vorbeigelatscht bin. Das täte mir dann leid. Aber ich bin leider kein Experte für diese Pflanzen. Hi. Tolle Begonie, schaut mal hier unten. Bisschen dunkel, aber auch toll variegiert. Wie gesagt, auch was ich in Deutschland so nicht so häufig sehe. Der freundliche Herr ist von PK Plant. Thank you. So. So, und jetzt auf der anderen Seite, ich bin schon vorbereitet, alte Bekannte aus Südamerika, Elsa Genera, auch hier vertreten. Die spreaden ja die Botschaft ecuadorianischer Orchideen und Pflanzen in die ganze Welt. Das ist sicherlich alles auch was man auch in Deutschland bekommen kann, aber trotzdem schön, dass sie auch hier vertreten sind. Hier auch mit ganz vielen Orchideen, Lepanthes, habe ich schon gesehen, Platystele, Dendrobium cuspersoni, größere Lepanthes-Arten. Also das, was man von ihnen auch erwarten würde, bekommt man hier. Hier sind auch so ein paar Sachen, die, glaube ich, nicht so häufig in Deutschland angeboten werden. Also sehe ich zumindest relativ selten. Korrigiert mich gerne, wenn ich damit falsch liege. Aber das ist alles was ich nicht so häufig in Deutschland gesehen habe bisher. Hier ist jetzt der Merch-Stand. Auch hier ist das Thema Merch ein großes, auch für diese Veranstaltung. Wirklich schön gestaltete Sachen, gefallen mir richtig gut. Auch diese Sticker sind toll gemacht. Vielleicht finde ich hier auch noch ein kleines Souvenir für mich. T-Shirts ist immer ein bisschen schwierig für mich.
dass, obwohl hier ist sogar ein 3XL, aber ob 3XL hier tatsächlich 3XL ist, wage ich auch zu bezweifeln. So, und hier machen wir mal kurz eine Pause und atmen durch. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu seekrank geworden. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Ihr habt spannende Pflanzen gesehen, habt ein paar Eindrücke gewonnen. Und ich kann euch versprechen, im zweiten Teil geht es weiter. Und es kommen auch noch mal ein paar mehr Orchideen im zweiten Teil ins Bild. Und wir gehen auch noch zu einem Orchideenhändler ganz am Schluss und schauen da ein bisschen länger. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mir folgt, dass die Glocke aktiviert, kommentiert, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Ich habe alles gelernt, was es über die Bedienung der 360-Grad-Kamera zu lernen gibt, vor allen Dingen, nachdem ich meine Aufnahmen gesehen habe. Das heißt, bitte, bitte, bitte nicht so viele gut gemeinte Kommentare dazu, wie man diese Kamera besser bedient. Ich lerne dazu, versprochen. Die Videos können nur besser werden. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, have fun with Orchids und achtet auf den nächsten Teil, der bald kommen wird und den Rest des Trips zur 17. Bangkoker International Plant Exotic Fair beleuchtet. Macht's gut.